Mustafa Kemal Atatürk ist der Grund, warum jedes Jahr am 10. November um 9:05 Uhr die ganze Türkei für einen Moment stillsteht und über 80 Millionen Menschen die Nationalhymne singen. Atatürk ist auch der Grund, warum der graue Wolf in der Türkei nicht verblasst ist. Der Wolf ist der gemeinsame Ursprung aller Türken dieser Welt und reicht von den Vorfahren der Hunnen bis über die Seldschuken zum Osmanischen Reich und zur heutigen Türkei. Seit das Osmanische Reich besteht, wird es von anderen Mächten bekämpft. Und genau das machte das Türkenreich immer größer und mächtiger. Das Osmanische Reich war sehr gut organisiert. Sie besaßen die modernsten Waffen jener Zeit. Engländer, Russen, Franzosen und Italiener verbündeten sich später, denn sie erkannten, dass die Weltmacht der Türken nur gemeinsam und von innen destabilisiert werden konnte. Die Alliierten verbreiteten deshalb den Nationalismusgedanken im mächtigen Türkenreich. So zerbröckelte das Großreich der Türken allmählich. Im Ersten Weltkrieg mobilisierten die alliierten Wüstenstämme im heutigen Saudi-Arabien, angeführt durch Lawrence von Arabien. Gleichzeitig wurden kurdische Familienclans für Anschläge im Osmanischen Reich angestiftet. Die Motivation für diesen Verrat am eigenen Land war ein Versprechen der Alliierten, diesen Stämmen und Familien einen eigenen Staat zu übergeben, nachdem das Osmanische Reich besiegt wurde. Auch die Griechen kamen einst schon so zu einem eigenen Staat. Und so kam es, dass die verbündeten Mächte im Ersten Weltkrieg mit Hilfe von Clans und Wüstenstämmen das Osmanische Reich besiegen und besetzen konnten. Ein osmanischer Soldat erkannte in den Menschen um ihn herum den Unmut. Die Menschen waren nicht bereit, sich den ausländischen Kolonialmächten zu unterjochen. Mustafa Kemal, der später den Namen Atatürk bekam, mobilisierte die Bevölkerung und führte einen Befreiungskampf gegen die Kolonialherren an. Der Vertrag von Sèvres, welcher nach der Besatzung des Türkenreiches ohne Beteiligung der Türken unterzeichnet wurde, zeigte ein zerstückeltes Osmanisches Reich, wie es in Afrika schon praktiziert wurde. Dieser Vertrag, der nun auch ein Kurdistan beschrieb, blieb jedoch ohne Wirkung, weil Atatürk einen Teil des Osmanischen Reiches wieder von den Besatzern, bestehend aus Briten, Russen, Franzosen und Italiener, befreien konnte. Atatürk forderte neue Verträge, welche 1923 in Lausanne unterzeichnet wurden. Seither ist die Türkei ein unabhängiger Staat. Atatürk gründete die Demokratische Republik Türkei, und die Menschen fanden zurück zum Frieden, den sie schon vom Osmanischen Reich her kannten. Weil allerdings die Griechen, bestimmte Kurdenclans und die Wahhabitenstämme aus Arabien die ihnen versprochenen Staatsgebiete von den Alliierten nicht bekommen haben, blieb die Region auch nach dem Sieg der Türken weiterhin sehr angespannt. Die Kurdenclans in der Türkei waren unzufrieden, denn sie haben trotz Verrat die versprochenen Gebiete nie bekommen. So kam es, dass Atatürk kurdische Revolten niederschlagen musste. Anhänger der Wahhabiten, einer religiösen Abspaltung von Islam, wollten diese arabische Stammesreligion in der Türkei verbreiten. Diese religiöse Ideologie wurde jedoch von den Muslimbrüdern durch Aufklärung unwirksam gemacht. Auch Atatürk beteiligte sich an dieser Strategie. Um die wahhabitische Religion im muslimischen Türkei zu unterbinden, gab es Kleidervorschriften wie das Kopftuchverbot an der Öffentlichkeit und der Koran wurde in die türkische Sprache übersetzt. Atatürk selbst war ein sehr religiöser Mensch, der den Inhalt des Korans und ihre Auslegung sehr genau kannte und dadurch wusste, was wirklich zur Religion des Islam gehört. Atatürk wollte in der Türkei Gerechtigkeit und Aufschwung anstreben und verfolgte entsprechende Reformen. Das seit dem Jahr 1876 im Osmanischen Reich bestehende Parlament mit 2 Kammern reformierte er 1923 zu einem Einkammerparlament, was die Türkei zu einem Zentralstaat machte. Damit alle Religionen gleiche Rechte und Pflichten genießen konnten, trennte er Staat und Religion. Das nennt man Laizismus. Atatürk übersetzte das Schweizer Zivilgesetzbuch ins Türkische und machte es zum Zivilgesetz der Türkei. Um den Frauen jedoch wieder mehr Rechte zu geben, wurden das aktive und passive Wahlrecht für Frauen in der Türkei eingeführt, was in der Schweiz nicht existierte. Atatürk war die Bildung wichtig und beteiligte sich an der Forschung. Er fand so heraus, dass sogar die Sprache der Sumerer und die Sprache der Aramäer mit der türkischen Sprache verwandt war. Seine Vision war ein Bündnis mit allen türkischen Staaten zu errichten, welche mit Europa zusammen wirtschaften sollten. Das Bündnis der Türken war symbolisch der Wolf, worauf er sagte, jeder kann sich glücklich schätzen, wer sich Türke nennen kann.